Transformer steht drauf. Hast du schon das Transformer-Zeichen gesehen? Ich wollte doch gleich fragen. Das hat mit Sicherheit auch seinen Grund, oder? Ja, der Grund ist, dass es sich eventuell minimal verändern Transformieren könnte. Transformieren könnte, jawohl. Aber der kann nicht laufen, oder? Noch nicht. Nee, okay. Er kann nicht laufen, er kann sich transformieren. Das ist ein MAN-Baujahr, was ist das? 2010. Wie ist der Name? Mir ist Christian, ist mein Name. Du bist ziemlich durchgeknallt. Wo kommst du her? Waldshut Tiengen, ganz genau aus Tiengen, Südschwarzwald. Was heißt durchgeknallt? Es ist grundsätzlich, denke ich, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Und dann sollte man seine Träume verwirklichen. Aber sowas, du hast mir ein Foto geschickt, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ich war noch nicht drin, du bist mein Zeuge. Ja, also wie gesagt, das ist Surprise. Surprise, surprise. Hast du eine Idee, was drin sein könnte? Wahrscheinlich was zum Wohnen, oder? Ein Wohnmobil. Und zwar das härteste Stealth-Wohnmobil aller Zeiten. So viel kann ich hier sagen. Stell dich mal kurz davor fürs Fotofinish. Einmal meine Tochter John missbrauchen für das Startbild. So, da ist es. Wie lange hast du dran gebaut? Also würde ich sagen, mit dem Lackierer, mit allem, der war ja komplett grau, mit einem weißen Koffer ursprünglich. Also jetzt ein halbes Jahr ungefähr. Halbes Jahr. Es sieht aus wie neu. Und so der Laie kann ja gar nicht sehen, was für ein Baujahr das ist, oder? Ja, man muss schon genau hinschauen. Ja, das ist ein Euro 5 noch. 2010, hat 650.000 Kilometer runter. Auto kommt aus der Schweiz. Also wie neu. Nahezu neu. Jetzt ist er neu. Ja. Jan, du musst dich noch mal da vorstellen. Stell dich mal in die Mitte ungefähr. Ich habe so ein geiles Bild gerade hier drin. Breite mal die Arme komplett aus. Einmal komplett. Da ist sie. Sehr schön. Warte, bleib stehen. Boah, ist der geil. Der gefällt mir. Ja, das freut mich, wenn er dir gefällt. Ja? Du hast ja immer diese Sachen gern, die so speziell sind. Nicht jeden Tag auf der Straße. Und Corona hat die Idee gebracht, Lkw-Fahrer durften über jede Landesgrenze, Wohnmobilfahrer nicht. Und ich wollte an meinem 50. Geburtstag Urlaub machen in Schweden. Okay. Komm, wir gehen mal auf die andere Seite, gucken uns den mal an. Was hat der für eine Länge jetzt? Er ist exakt 10 Meter mit der Hebebühne. Ist total handlich, oder? Ja, er hat eine hydraulisch gelenkte, zu liftende Hinterachse. Hat einen sehr kleinen Wendekreis. Okay, ist das eine Nachlaufachse? Das ist eine Nachlaufachse, lift- und lenkbar, hydraulisch gelenkt. Also sehr enger Wendekreis. Automatisch. Das heißt, der Wendekreis ist eigentlich nur bis zur zweiten Achse. Ja, also er dreht tatsächlich auf der mittleren Achse dreht er. Das ist der Drehpunkt. Wenn du So. jetzt sagst Corona, das heißt, du hast den jetzt schon ein bisschen länger, oder? Also das Oder ist Auto das jetzt hat erst- 3 Jahre. Ja. Und Und, warst du in Schweden? Warst du schon in Schweden? In Schweden war ich vor 2 Jahren, Ah, in okay. Stockholm. Da war tatsächlich ja, Mai 21, war mein 50. Geburtstag. Ja. Und ich wollte unbedingt weg von zu Hause. Wir sind, also meine Freundin und Ja. ich sind nach Schweden über Berlin. In Berlin war schon so eine Art, sah aus wie ein Nuklearkrieg, keiner mehr auf der Straße. Dann nach Hamburg, dasselbe Bild. Wir sind über Dänemark, Öresund nach Schweden. Mit dem Ding. Mit dem Ding, ne? Echt? Und niemand hat uns aufgehalten. Keine Grenze, gar niemand. Wir waren einfach LKW, wir waren Gütertransport und somit unantastbar. Echt? Ja, das war wirklich so. Das Sag mal- Schlimmste war noch 10 Tage Schwede zurück nach Deutschland rein. Da stand noch nicht mal einer an der Straße und hat uns verlangsamt. Da war niemand. Ja, und wir kamen aus Schweden. Ist der Winter tauglich? Ja, ich habe extra einen Satz Winterräder dazu. Letzten Winter war ich in Berlin. Die stecke ich dann um, die sind dann schwarz. Da kann ich immer ein Bild einspielen. Und die Isolierung? Die Isolierung. Wir werden es gleich sehen. Unter der Plane ist ein Kühlkoffer. Ist ein Kühlkoffer? Jawohl. Ein Nein. Trockenfracht-Kühlkoffer, wo ich ihn gekauft habe. Und dann war der Rohbau ja schon gegeben. Das Auto ist aus erster Hand. Älterer Schweizer Mann, der hat aufgehört mit seinem Job. Achtung. Wir haben So, ich muss aufpassen, dass ich noch hier rein darf gleich. Ja. Ja. So, das heißt also, die laufen ja 1 Million, oder? Die immerhin. Also ich würde sagen, 650 ist höchstens die Halbzeit. Und mit dem großen Motor, wo hier drin ist, läuft der 1,5 Millionen mit Ölwechsel. Was hat der für einen Drehmoment? Oh, der hat 2500 Newtonmeter. 2500. Es geht gerade so zum Berghochfahren. Ich würde sagen, braucht man ja auch wahrscheinlich. Also es ist ja so, ich muss dazu sagen, ich bin nur 50% heute hier, weil der Trend kommt ist noch ja was dran. Wohnmobil, der Ja. ist schon dran. Ich habe nur nicht mitgebracht. Ah, okay. Wohnmobil mit Anhänger und Zweitwagen ist ja Ding. Ich habe noch einen Anhänger, der sieht genau gleich aus. So, da gibt es auch Moment, da ein. kommt dann aber der Wagen rein, oder wie? Ja, da ist der Geländewagen, das Motorrad, der Grill und sonstige Spielsachen. Okay. Das ist ja krass. So, wie kommen wir denn da rein? Aktuell noch über die Hebebühne, weil das Slideout noch nicht fertig ist. Das wirst du jetzt gleich sehen. Wir Slideout. sind so 2/3 fertig, ein 6,50 Meter Slideout.
Sag mal, wenn du jetzt irgendwo standst, wo steht man denn damit? Aber nicht am Campingplatz, oder? Na, überall, wo ich möchte. Wo denn zum Beispiel? In Berlin stand ich mitten in der Stadt eine Woche. Und da haben wir uns einfach hingestellt. So nach ein paar Tagen kam der Erste und fragt, was ich da so mache. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe keine Rückladung, ich muss hier stehen. Echt? Ja, war witzig. Der andere kam und hat wegen des Solar, ich habe ja 1,5 kW Solar. 1,5 kW. Ja. Und der kam dann irgendwann und sagt, Sie haben da so Platten auf dem Dach, weil ja das nicht nach Wohnmobil aussieht. Und sage, ja, das ist ja ein Hybridantrieb, habe ich erzählt. Genau, selbstaufladend. Ist aber auf der IAA mittlerweile Hybridantrieb, ist ja Gab schon schwer vor 20 Jahren von ZF. Ja? So, ich zeig's mal hier vorne. Mein Bereich. Ne? So, das ist der Transformer. Naja, ich liebe das normal, diese Filme. Bin ja immer noch ein Kind, auch wenn ich nicht so aussehe. Und grundsätzlich liebe ich diese Verwandlung. Du bist nicht der Erste, der aufgrund des Transformer-Films sich was umbauen wollte. Da haben wir schon ein Video gefilmt. Okay. Ja. Also der Vorgänger war ein Chevrolet Suburban, Ja. mit dem ich in Kanada war. Und der hatte diese Transformer-Zeichen auch. Aber in Amerika macht es viel mehr Spaß. Weil man hat so eine ganze Fangemeinde auf der Autobahn. Überall sind die Jungs, die einen Warnblinker geben, Blinklicht und so. Ja, sie sind unter uns. Mach mal auf, hier ist Führerhaus. Ich will mal kurz mal reinschauen. Also nicht gerade aufgeräumt und dann wirst du schon mal sehen, was ich noch bin, wenn ich nicht baue. Weil das Fahrzeug hat 3 Sitze, wie du ja kennst. Und in der Mitte noch mal eine Pedalerie. Fahrschul. Jawohl, Ach echt? Das ist ein Fahrschulauto. das ist ein Fahrschulauto. AD, außer Dienst. Funktionell. Das ist ja geil. Das heißt, du kannst auch sagen, komm, ich schlafe mal ein bisschen. Und Wer, wir fahren ein wer, bisschen. wer hört denn jetzt alles mit? Nee, es macht Spaß. So läuft das hier So, normalerweise. Kühlbox hast du mit drin. Der hat Vollluft hier. Also vollluftgefederte Sitze, Kabine, Fahrwerk, alles. Vorne und hinten. Ganze Achsen. Fährt sich wie ein Reisebus. Nein, bequemer wie ein Reisebus. Du kannst auch nivellieren mit der Federung. ja, ja, vorne, hinten, alles kann ich machen. Kannst ihn gerade stellen, wenn du schief stehst. Ja, außer seitwärts. Seitwärts geht nicht. Aber rauf, runter geht enorm, oder? Ja, ja, 25 cm hoch. 20 Zentimeter. Krass. Und der Schlüssel, den darf ich auch mal zeigen. Auch ein Transformer-Schlüssel. Ja, nicht nur ein Transformerschlüssel, da steht dann noch mein Name. Der Chris. So sieht's aus. Verrückt. Was haben die denn gesagt? Du warst jetzt hier auf der Adventure Southside. Naja, das Interessante war natürlich Samstag Park 2 gebucht, Einfahrt. Da standen die Leute schon, Du passt da nicht rein, was oder? will der hier? Ach so. Und das ist das Interessante, man sieht's ja nicht. Und nachdem die keinen Parkplatz für mich gefunden haben, dann musste ich rückwärts wieder raus. Dann habe ich gedacht, war klar, der gehört hier nicht hin. Dann bin ich auf P1 Ost, Ja. dann dieselbe Gesichter, was will der hier? Und als ich dann diese Seite aufgemacht habe, dann war es der meisten schon klar, was das ist. Ne? Okay, kommen wir. Sie sieht man den Abdruck schon. Dann da darfst du mal hinten aufmachen. Also das hier Fahrerhaus ist klar, da können 3 Leute fahren. Ist das eine Schlafkabine noch? Ja, ein Bett ist hier noch, weil wir 3 Sitze haben. Okay. Dann haben wir hier noch. Oh, So, einmal Schraubendreher. Und was ist das? das ist die Standklimaanlage von Original MAN. Also die Kabine besitzt noch eine Standklima. Eine Standklima. Ja, Wenn es mal heiß ist, kannst du schön schlafen. richtig. Mit was läuft die Standklima? Die wird geladen während dem Fahrer mit der Klimaanlage vom Fahrzeug. Das ist ein Kältespeicher. Und das funktioniert gut. Hervorragend. Also bis zu 10 Stunden kühl. Das Das heißt, ist du nur fürs Fahrerhaus. Ja. Cool, das heißt, du kannst zur Not, wenn es mal sehr heiß ist, auch hier schlafen im Fahrerhaus. Ich habe hinter auch noch etwas AC. AC, okay. Aber was hast du für Batterien drauf? Wie viel kW Solar hast du am Dach? 1,5? 1,5. 1,5. Und Lithium hast du auch? Ja, einmal 200, einmal 280. Gut. Auf 24 Volt. Nein, 12. Auf 12 Volt, so. Genau. Aber was ist hier noch drunter? Kann man da irgendwas sehen? Jetzt bin ich mal gespannt. Er wäre ja nicht Chris, wenn er nicht für alles irgendwie eine Lösung hätte. Und jetzt wird abgekippt. Nein. Wassertank. Das ist der Wassertank. Ja, das war mal der Dieseltank früher. Und jetzt ist der Abwassertank. 600 Schmeckt der denn noch Liter. ein bisschen nach Diesel? Oder? Ich weiß nicht, aber ich hoffe mal, dass mir jemand mal Diesel klauen möchte. So, dann hast du Druckluftspeicher. Jawohl, das ist alles Serie. Was du nicht siehst, ist weiter oben, ist der Antrieb vom Slideout. Der kommt noch. Der funktioniert, aber die Wand fehlt noch. Die Wand will noch. Also Slideout hat er auch. Ja. Demnächst.
demnächst in diesem... Dann sehen wir uns nochmal, wenn der Slideout hat. Was jetzt? Sag mal, was ich nicht verstanden habe, da ist jetzt ein Kühlkoffer drunter. Warum ist da nochmal eine Plane drüber? Warum hast du das gemacht? Na, tarnen und täuschen. Tarnen und täuschen. Ja, einfach in Urlaub fahren ohne... Sag mal, hat das BAG dich schon mal angehalten? Schon oft. Und? Die sind dann enttäuscht, oder? Ist es als Wohnmobil eingetragen? Nein, noch nicht, aber das BAG endet meistens bei der Doppelpedalerie. Weil, wenn du die LKWs anguckst, Sven, schau hier. Ja. Wenn sich am LKW mal hier kein Aufkleber mehr befindet, Ja. dann hast du keine Tachoprüfung, dann hast du nichts mehr. Und spätestens dann sagt das BAG, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Echt? Ja. Weil? Oder die Doppelbedienung. Weil, warum? Ich fahre außerhalb vom Güterkraftverkehrsgesetz, Ja. ja, unterliegt nicht den Vorschriften. Und somit habe ich auch keine Pflicht über den Tachograph und nichts. Okay, weil du eben keine Güter transportierst. Genau. Und jetzt, wenn er ummeldet wird, also es ist ja so, ich wollte ihn gar nicht ummelden, aber aufgrund von der Nutzung muss ich ihn sogar ummelden zum Wohnmobil. Und dann fliegt es ganz raus. Im Moment wird es gar nicht benutzt, ich fahre auf Out. Und somit ist alles gut. Natürlich kontrolliere ich schon mal, aber spätestens, wenn nichts dran steht, wird es immer interessant. Ach, grad spätestens Ach, nach für dem die wird es Video. interessant, wenn nichts dran steht, oder? Also der letzte im Berliner Ring, der hat auch kontrolliert, dann fragt er, was ich so fahre. Dann habe ich gesagt, Segelfliegertreibstoff. Das ging ein paar Sekunden. Und dann sagt er, wie bitte? Wie heißt es, dürfen? Achso, die dürfen ja fragen, was du fährst, oder? Natürlich, Frage darf der alles, aber eine Antwort kriegt ist die andere. Aber war ein netter Mann. Hat ihn interessiert, weil nichts dran steht. Ja? Ja. Okay. Genau. Und dann wollte er das natürlich sehen. Und Zoll, hast du schon Spaß gehabt? Also Schweizer Zoll gar nicht, ja, weil ich fahre rüber, habe meine Firma in der Schweiz seit letztem Jahr. Und das Fahrzeug, witzigerweise, gehört der Schweizer Firma, obwohl er deutsches Kennzeichen hat. So in Grenznähe gibt es Dinge, die doch... Die gehen. Gut. Es geht viel, genau. Sehr schön. Komm, wir gucken jetzt mal hinten rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, nochmal, hier drunter ist feste Wand. Habe ich verstanden. Isoliert. Isoliert. Sieht auch besser aus mit der schwarzen Plane. Jan, habe ich dir zu viel versprochen? Nee. So, jetzt geht er runter. Ist natürlich immer wieder schön. Und dann fängt das... Nein. Nein. Ist das ein Wahnsinn? Und eine Tür, eine richtige Tür mit drin. Sag mal, du kannst die Seitenwand aufmachen, oder? Im Moment, oder wie? Ich kann sie aufmachen, können wir gleich mal machen. Ja. Können wir gleich mal machen. Ein paar Minuten. Cabrio quasi. Nein, hier eine offene Wand und hier eine geschlossene Wand. Aber das können wir gleich mal aufmachen. Können wir gleich mal machen. Das heißt, hier sieht man auch die Geberit-Installation schon. Im Prinzip normale Haustechnik, wenn man so will. Scher, Fußbodenheizung. Nochmal, du hast eine Share-Dieselheizung drin. Ja. Da oben ist die Mikro, was hat die 10 kW, oder? Ja, genau. Eine Warmwasser-Dieselheizung mit drin. Dann hast du hier unten, was hast du da? Das ist der Verteiler von der Fußbodenheizung. Wohnbereich, Badbereich. Der dritte wird Slideout, wenn er fertig ist. Und dann haben wir hier natürlich Filter zum Füllen. Nochmal, du hast einen Anhänger hinten dran mit dem Auto drin, richtig? Ja. Was ein Auto ist drin? Motorrad. Also meistens ein Jeep. Weiß nicht, Jeep. Schade, dass du ihn nicht dabei hast. Aber du hattest ihn dabei, ging nicht, oder? Mit dem, Ich habe nicht immer dabei, aber hätte ich können, Entschuldigung. ist nicht schlimm. Ich besuche dich nochmal, dann zeigen wir das mal. Das heißt, du hast den gleichen Anhänger nochmal mit dabei. Genau. Das hier ist die Toilettentechnik. Wie viel war nochmal Frischwasser? Was hast du gehabt? Frischwasser 600, 600. Abwasser 600. 600. So, und das ist das Abwasser hier oben. Das wird hochgepumpt. Frischwasser. Okay. Abwasser hast du gerade gesehen unten. Ach, das war das Abwasser. Ja, darum hoffe ich ja, dass man Diesel klaut und ansaugt. Okay. Ach so, das Abwasser, okay. Biodiesel. Und Schwarzwasser, wo geht das hin? Ich habe gemischt. Gemischt. Grauwasser, Schwarzwasser. Ich habe hier einen Häcksler, ich habe in der Küche einen Häcksler, unten ist ein Häcksler. Sag mal, was Wir gehen jetzt im Moment im Prinzip durch den Technikraum. was ist denn, wenn dich einer zuparkt in Berlin hinten, dass du die Hebebühne nicht mehr rausfahren kannst? Also in Berlin dann habe ich meist den Anhänger dran, dann brauche ich den nicht. Ich kann ja von der Kabine rein. Ich habe ja vorne noch einen Schlupf. Ach so, du hast einen Schlupf. Ja, klar. Durchstieg. Genau. Okay. Weil gerade in der Stadt lasse ich ja alles zu, dass mich keiner erkennt und keiner sieht. Und Boah, ist dass ich ein das... bisschen Mitleid habe mit mir, weil ich denke, ich sitze ja vorne in der Kabine das ganze Woche. Warte, ich zeig mal hier die Technik. Da ist noch ein Ladegerät mit drin. Dann hast Ja. du hier oben Solarregler. Genau. Also ich habe 2 gesplittete Anlage. Ich habe 2-mal Solar, 2-mal Lithium, 2-mal Wechselrichter, 2-mal Sicherung, einmal 3, einmal 4 kW. Ja.
Ich stehe immer gerne auf 2 Beinen im Leben. Ich merk's. Und das hast du komplett selbst gebaut, das Teil? Also ich habe 2 gute Freunde, die mit dabei sind. Das eine ist der Stahlbauer und das andere ist der Elektriker. Wobei der Hauselektriker hier bei der Autoelektrik immer ein bisschen ins Schleudern kommt, aber wir kriegen es ganz gut hin. Boah, verrückt. So, dann ja, bin ich mal gespannt. Jetzt geht's in die gute Stube. Can, geh mal vor. Und jetzt sieht man hier vorne, das ist die Plane. Das ist die Plane, genau. Das gibt das Slideout, das ist der Stahlbau. Ja. Diese Wand fährt nachher 80 cm raus. Hier kommt die Aufbautür hin. Die bleibt außerhalb vom Slideout. Hier haben wir einen Sturz eingebaut, da haben wir die Seitenwand rausgeschnitten. 90 mm isoliertes Dach. 90. 90 mm Dach. Das heißt, ist der Regen noch zu hören eigentlich? Fast nicht. Und durch das, dass die Dachterrasse drauf ist, sowieso nicht mehr. Die Dachterrasse. Ist die schon drauf? Da fehlt noch der Belag jetzt, aber sonst ist sie da, ja. Sonst ist sie Beim da. nächsten Mal filmen wir sie komplett. Beim nächsten Mal filmen wir die. Aber was schon fertig ist, das hinter mir. Und ich hoffe, dass das dir vielleicht ein bisschen den Atem stockt. So, das heißt, du hast hier drin schon geschlafen oder vorne in der Fahrerkabine? Wir haben hier schon geschlafen, wir haben im Hubbett geschlafen. Bad ist soweit fertig, wie du siehst. So, das Bad hast du schon fertiggestellt. Das heißt, hier hast du eine große Dusche mit drin. Genau, Eben, 90 x 1,60. die hast du schon benutzt? Ja, wie man sieht, Entschuldigung. Ruhig mal rein, Jan, dass wir da mal kurz schauen, wie es aussieht. Also alles echtes Holz hier? Das ist alles Schwarzwälder Eiche, 250 Jahre alt. Schiebetür. Ja, hier haben wir Montageschäde, die werden wir noch beheben. Kommt noch. So, und dann hast du hier das Klo, das haben wir ja von außen schon gesehen. Genau, ganz normale Standardtoilette mit Wasser, wie es sich gehört. Mit Häcksler hinter, Hebeanlage. Genau. Dann eine Regendusche mit eingebaut, muss ja auch sein. Mit Wasserfall. Bitte? Mit Wasserfall. Mit einem Wasserfall und eine Hans-Grohe-Armatur natürlich. Die darf auch nicht fehlen. Schwarzwälder. So, das Wasser geht dahin raus. Fließt unter der Wand durch und der Ablauf ist im Technikraum. Das heißt, alles, was ich zu tun habe, kann ich von der Rückseite erledigen. Dort kannst du mal öffnen, wenn du möchtest. Dort ist noch ein kleines, nur den Fensterlader. Einfach ziehen. Ah ja. Und das ist dann Fenster. Genau, wenn die Plane offen ist, kannst du dann aufmachen. Achso, okay, klar. Kannst du aufmachen, kannst du lüften. Okay. Die Plane offen. Slideout kommt noch rein, sagst du. Das Slideout kommt hier, du siehst ja von hier bis vorne 6,5 Meter Slideout. Hier die Tür, hier kommen 2,20 Meter Glas mit Glasschiebeelement. Okay. Und dann kommt noch eine Wand hinterm Sofa mit einem Schiebefenster. Hier ist noch ein kleines Gimmick, weil im Bad wäscht man sich ja gern die Hände, oder? Ja. Ach, süß. Aber gut. Alles Eigenbau. Ja. Das läuft dann auch. Das läuft dann hinter ab ins richtige Waschbecken. Genau. So, und da hast du einen Durchstieg. Okay, hier vorne hast du einen Badschrank. Dann haben wir hier unten das eigentliche Waschbecken mit dem Siphon, wie es sich gehört. So, und hier hast du. Lass mal gucken, was wir hier haben. Hast du mehr Licht eigentlich für mich? Wir können gleich mal hier schnell aufmachen. Können wir aufmachen. Hier oben ist eine große Klimaanlage drin. Genau, Mitsubishi Heavy Duty mit 4 kW. 4 kW. Ja, Ja, man hat's ja, oder? ja man hat's. Und Die läuft gerade mal an. Schalter alles. Ich mach mal kurz Seitenwand auf, dann hast du. Ja, ja, können wir gerne machen. Der Also wie gesagt, Nein. das ist im Bau, das Jan, guck mal. Ein Ja, kleines ich hab schon- Hubbett hat er ja, selber gesehen, gebaut. Genau. Ich bin gespannt. Noch ist hier ja ein bisschen dunkel. Ja, die Seitenwand geht jetzt mal auf, dass wir das mal sehen, denn das Ganze soll ja Stealth sein. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, hier ist die Küche mit drin. Die hat er schon gebaut. Ich überlege gerade, ist das ein Spiegel oder ist das ein Fenster? Das ist ein bestimmt Fenster und das ist Da extrem Plane dann verdunkelt. drüber. Das wird später, da mir der Slider rauskommt, der ist schon drin. Ah, das heißt, das Ganze fährt dann raus. Krass, und du musst dich um nichts kümmern. Er macht jetzt mal auf hier. Verrückt, oder? Das ist, boah, das wird ein riesen Wohnmobil. Das ist mit Sicherheit sehr schön. Was ich toll finde, ist, dass du natürlich überall stehen kannst, ohne... So, jetzt wird die Seitenwand geöffnet. So, das nenne ich ja mal ein Panorama. Jetzt gucken wir hier auf den Mitfahrerparkplatz von Stockach Ost. Einmal komplett. Wenn du jetzt stehst, zum Beispiel in Schweden am See oder in Finnland,
dann kannst du hier sehr schön dann deine Zeit verbringen. Die Küche wird noch eingebaut komplett. Die Tür, die Schiebetür. Die wird er gleich mal zeigen, wie es funktioniert. Gelb verriegelt. Verriegelt. So, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass wir das Ganze mal sehen. Das ist der Durchsteg, oder? Den hast du eingebaut mit... Nee. Da kannst du einfach von innen rein. So ist, auf der Flucht. Was denkst du, wann du fertig bist mit allem? Denke noch 2 Monate. 2 Monate, dann sehen wir uns nochmal, okay? Denke ich, ja. Müssen wir machen. So, dann beschreib mal bitte. Ich habe schon eins gefunden. Du hast ein miniaturisiertes Hubbett hier drin, also ein winziges. Ein kleines, ja. Was hat denn das für Maße? 2 Meter mal 2 hat das Bett. Man könnte längs oder quer, wenn man möchte. Dann ist hier noch 1 Meter mal 2 Meter. Okay. Es gibt eine Sitzfläche, weil man möchte auf der Dachterrasse ja irgendwann mal was trinken. Oder dann kann man es hier drauf, kann hochfahren. Ach, du Dach geht zum Öffnen. kannst dich draufstellen hier und fährst Und fahr hoch. und fährst hoch. Genau. So, und hier, was ist hier geplant? Da sind noch Hier ist der Installationen. Kühlschrank, Der Kühlschrank. hier fehlt der Kühlschrank, genau. Hier sind wir gerade am Frontenwechsel. Hier kommt schwarze Granit rein. Das ist auch Klettgauer Buche, 250 Jahre alt. Das ist schick. Okay, das heißt, hier ist die Küche. Das ist der Ablauf. Was hast du gelernt im Leben? Ich bin gelernter Automechaniker. Merkt man. Also du bist Handwerker durch und durch, oder? So weit wie möglich. Der Schreiner, den kann ich nicht ersetzen. Ich habe auch hier noch einen Häcksler, das kennt man aus Italien vielleicht. In deutscher Haushalt ist verboten. Da wird alles, was du in das Waschbecken wirfst, wird gehäckselt. Alles Organische. Das heißt, wenn du deine Frau nicht mehr liebst, in kleine Stücke und häckseln. Genau, so die italienische Methode. Gut, dann was kommt hier rein, hier vorne, in den Einlass? Das hier gibt schwarzes Granit. Ah, Schwarzgranit. Genau, schwarzes Klasse. Granit. Dann haben wir hier ein Rondell. Und dass Warte. ich Automechaniker bin, sieht man spätestens an der Zentralverriegelung von einem Auto. Das Okay. sind alle Schränke, weil das ist eine Nolte Küche. Die ist nicht gedacht für Wohnmobile. Ja. Und ich mag keine Pushlocks. Und somit habe ich überall diese Zylinder von einem Auto. Zentralverriegelung. Die hast du reingemacht. Knopfdrücke, Verriegler, Öffner. Und somit Okay. habe ich alle Schränke. Hier sieht man den Anfang. Hier kommt es auch auf die Rückseite. Und dann verriegelt er mir alle Schränke, verriegelt den Durchstieg. Und hier vorne, das ist ein Fenster, da. Can hat eben gefragt. Das ist ein Fenster natürlich. Ja. Das, wenn du willst, mache ich gleich mal die Plane auf, dann sieht man das natürlich. Oh, mach mal. Das wir das, Sieht bestimmt schön aus. dass wir es einmal sehen. Und hier wird die Küche dann fertig. Oben ist das Bett. Auch hinten ist der Fernsehlift. Sag mal, das Bett kannst du schon mal runterlassen, mal kurz? Dass wir dann Und habt ihr eigentlich den Ausschnitt schon für die Dachterrasse oben? Oder Ja, ja, ist noch das nicht ist auch offen? schon- Ah, okay, das es ist ist schon alles offen. schon drin. Außer dem Belag auch alles drauf. Ja. Es fehlt Kannst du nur das der schon Belag von der öffnen? Terrasse. Oder? Mir fehlen, erklärt, mir fehlen die Dämpfer zum Öffnen, weil es ist Ah, ziemlich okay. schwer. Ja. Weil Okay. diese 8 Module oben drauf liegen. krass. Guck mal, wir stehen im Freien. Da vorne ist unser Concorde. Auf die ganzen Ideen muss man erstmal kommen, ne? Der wirkt dazu wie ein Spielzeug, der Concorde daneben. Das stimmt. Schön. Aber hier das Holz, das ist doch wirklich, hat Patina. Schon ein bisschen älter. Und jetzt geht hier gleich das Fenster auf, warte. Müsste, wenn er es gleich rüberschießt, dann kommt Licht in die Sache. Verrückt. Boah, ich stelle mir das, wenn das fertig ist und du bist dann... Müssen wir gleich draußen gucken, wie der aussieht, wenn der keine Plane drauf hat. So, jetzt kannst du wieder rausgucken, siehst du? Wie der aussieht von außen, der Kühlkoffer. Ja, Okay. alles da ist schick. So, jetzt kann man hier rausgucken. Und kein Mensch kann es sehen wahrscheinlich, weil es so ist. So, wir gehen mal kurz hier vorne hin. Ich filme mal gerade hier nochmal in den Raum rein. Dann gehen wir mal runter. Hier ist das Badezimmer. Moment, das Highlight, da kannst du dir vorstellen, wie alles dann später schon mal fertig wird in 2 Monaten. Und da ist er. Wenn du uns mal gerade runterfährst, sei mal so lieb. Komm mal ganz kurz runter. Can, komm mal her. Jetzt ist wahrscheinlich die Hebebühne überlastet, oder? 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. So, wir sind unten und wir gucken mal auf die Seitenwand. Da ist verrückt.
Sag mal, als du jetzt im Urlaub warst, das heißt, du hast es nur zum Duschen und Schlafen benutzt eigentlich, oder? Ja, wir haben schon hier geschlafen. Aber wenn du nicht gerade irgendwo in einer riesen Pampa stehst mit viel Leuten, stört das niemand. Da kannst du auch mal aufmachen, oder? Je nachdem, wo man steht, zur Seeseite. Ist man dann alleine, wenn man da öffnet? Ja, 1 Minute ungefähr. So wie am Samstag. Ich hatte hier, das nicht noch Biere stand auf der Hebebühne, war alles. Ja, ringsrum waren die Leute und alle so. Toll, das ist wirklich ein tolles Gefährt. Hier sieht man es jetzt und da ist die Dusche mit drin. Warte mal, ich muss es irgendwie hier noch mal drauf kriegen. Toll, also ich bin beeindruckt. Wir gucken mal gerade auf die andere Seite. Das ist das Bett? Ja. Mit Fernbedienung oder was? Ja. Man sieht doch, dass ich faul bin. Ach, das ganze Ding, die komplette Klappe hebt sich hoch. Ja. Oben. Ist da Komplett. normalerweise noch ein zweites Lattenrost daneben, oder? Ja, natürlich. Ja, genau. Genau. Das habe ich mich eben gefragt. Genau. So, und das. Ich Und das liebe Inliner-Roller. Die sind so geräuschlos und die tun so das Bett justieren im Ausschnitt. da hast du in Berlin gepennt eine Woche oder wie? Ja, Hast du Ausflüge gemacht? Oder natürlich. das Auto rausgeholt hinten? Ja, genau. Auf der Spree und dann war ich noch ein Freund besuchen. Ja. Da kam auch keiner auf die Idee, irgendwie die Seitenwand aufzuschlitzen oder so. Hier die Plane. Bis jetzt nicht, weil nachher, wenn natürlich die Seitewand wieder komplett ist, hier kommt ja wieder komplett GFK rein. Der wird zugemacht. Mit demselben Fenster wie in der Küche hier. Und auf der Seite gibt es 2 Schiebeelemente oder vielmehr 1. Da kannst du öffnen. Komplett Glas. Ach, jetzt habe ich. Das heißt, die Plane später wird wirklich nur noch Stealth. Also damit keiner Genau, sieht, dass da ein Fenster oder so irgendwas ist. Ja. Genau, wenn ich irgendwo stehe und aufmache, wenn ich mich wohlfühle, mache ich auf. Es kann auch keiner rein, das sind dementsprechend Scheiben drin. Ja. Mit einem Doppel-Isolierglas mit 6er ESG, dann sind die mit der Folie beschichtet, die Steinschlag abhält und solche Sachen. Boah, das ist ja fürs Leben gebaut, oder? Ja, so ist der Plan. Und wollten die mal reingucken, das BAG? Eigentlich mal? Die war schon da drin, ja. Und was haben die gesagt? Ja, nicht viel. Fragezeichen im Gesicht. Du bist verrückt, haben die gesagt, oder? Warte, wir gehen noch mal hoch und dann zeigen wir gerade noch mal das Bett, wie es aussieht von oben. Oder ich gehe mal kurz auf die andere Seite, zeig mal gerade die andere Seite, die ist jetzt geöffnet. Ja, genau. Da sieht man es, da ist jetzt auch das Fenster drin. Ah, okay, das war auch. Krass, Das sieht schick aus. das sieht gut aus, ja. Warte mal. Jetzt sieht es natürlich auch ganz, ganz mysteriös aus. Ich mich mal hier hinstelle. Ist ja noch schicker. Noch schicker, oder? Ja. Ja, dann darfst du noch mal kurz davor die Arme ausbreiten, Jan. Oder vielleicht ihr beide zusammen einfach mal. Genau. So, ihr müsst nur die Fingerspitzen müsst ihr berühren. Die Fingerspitzen berühren. Sehr schön. Da ist es. So, und dann gehen wir uns noch mal das Bett angucken. Boah, bist du bist doch crazy. Ich habe das eben gesagt. Aber sowas kennt man eigentlich nur in Amerika, solche Sachen, oder? Ja, und die machen es mit anderer Güte. Schlechter, oder? Ja. Okay. Also ich bin öfter mal in Amerika, schaue mir die Dinger immer an. Aber die Qualität, das Qualitätsdenken, ganz wenige haben das. Aber Pass ja auch bei mit 1,5 Millionen. mit deinen Füßen. Die sind dann ab, wenn du da reinkommst. Hier? Glaube ich. Ja. Naja, da muss man ein bisschen Sorge geben. Aber wenn ich später mal einen Rollator habe, dann komme ich immer noch rein. Stimmt, barrierefrei. Kann man So. so nennen wir es heute, ja genau. Und das ist das Bett. Im Moment bist du Singleschläfer, oder? Naja gut, durch die Montagegeschichte und was weiß ich auch immer, ist es natürlich immer mal wieder draußen. Und du siehst ja, ich bediene mich Industriequalität. Hast bei eBay geschossen, aber Nein, ich arbeite für Hörmann ab und zu. der war noch übrig, oder? So, ich guck mal. Das aber- Ist ein kleiner Motor, der kann ein bisschen mehr, oder? Ja, also der hat schon ausgereicht, dass wir zu zweit hier standen und das Dach aufgelupft haben. Normal sind hier Dämpfer drin, wie du siehst. Und die habe ich jetzt gerade aktuell in Dänemark neue bestellt. Ich wusste gerade, die Firma Consens macht sowas. Die macht Linearantriebe, wo der Motor auch linear ist, weil ich habe nicht so viel Platz. Und jetzt kommen 2 rein, gleichlaufende mit 10.000 Newtonmeter. 10.000. Ja, und dann kann man das Dach aufstellen und somit auch die Solarmodule der Sonne ausrichten. Du kannst auch jemand, wenn er jetzt steht, auch ein bisschen zusammenquetschen dann, oder? Ich könnte auch, wenn jemand die Klappe nicht hält, hier reinlegen und dann noch. Eine ganz banale Frage. Wie kommt man ins Bett? Also da, wenn wir fertig sind, du stehst Ja. vor einem zukünftigen Schrank für Klamotten und Schuhe, aus Ja. Holz natürlich. Und hier rein kommt ein Schienensystem, das natürlich aus Bett nachher arretiert. Ah, okay. Ja, Und das hier hab ich drin auch ist nachher auch der Tritt fürs Bett. Okay. Also überall da, wo wir jetzt rausgucken können, da kommt GFK rein.
Also Und hier, das GFK ist und dann Glas, noch das später wird dieselbe Optik haben wie das, auch mit dem Alcantara, das kommt ringsrum, das kommt auch an die Decke. Zeig ich mal. Also das wird komplett dann beschichtet. Okay, verstanden. Das hier ist dann nachher zu, oder wie war Das ist zu, genau. Hier haben wir dann die Sitzmöglichkeit auf der einen Seite und dann kann man hier Essen, Trinken hinstellen. Und dann kann man hoch. Vorne ist Scharnier, das Dach geht nach vorne auf. Dann können wir auf die Dachterrasse. Aktuell gerade den Handlauf geschweißt aus Edelstahl. Wo? Wo ist er? Der sieht man jetzt nicht. Wir müssen nachher vielleicht mal kurz mal Kamera abmachen und dann mal kurz. Ist natürlich hier der Kühlkoffer hier. Hat natürlich eine optimale Isolierung. Ja. Ausreichend. Dämmung, die drauf Jetzt, ist. wo die Wand raus ist, merkt man es natürlich, aber wo die drin war, bei dem Wetter, hat man hier drinnen nichts gemerkt. Ne? Wenn die Klimaanlage läuft, dann. Die hat selbst wenig am Aufwand. Samstag Ja. war ja nur die Plane, hat die Klimaanlage ausgereicht. Also war kühl hier drin. Ne? Genau. Krass. So, ich denke, wir haben es gezeigt. Wir werden noch mal kommen. Fahr's ruhig noch mal hoch, die kleine Hörmann-Fernbedienung. Eins hat mich immer genervt, dass die Fernbedienungen immer kaputt gehen, die kleinen, die schwarzen. Die nicht, es sei denn, man schmeißt sie runter. Aber wie du sie siehst, die hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Die funktioniert. Also, das Also wird liebe Firma Hörmann, wenn ihr mich hört, ja, schickt mir noch mal 2 von den großen Fernbedienungen zu, weil die kleinen kriegt meine Frau und ich dauernd kaputt. Weil das Auto schräg steht. Das sind so die Kleinigkeiten. Das wird noch gemacht, oder? Ja, deswegen kriegt er die Führung. Und dann hat er sie hier. Ach, der hat denn 2 Führungen. Okay. Boah. Diese Inliner-Rolle, die klappern nicht, die scheppern nicht, die geben eine gute Zentrierung über dem Dach. Genau. Sehr Ähnlich schön. wird auch das Rollsystem fürs Glas. Das wird auch mit Inliner-Rolle funktionieren nachher. Guck mal hier, der LKW-Fahrer hier. Ja, der ist halt das nicht hinter drin. Wahrscheinlich. Wissen wir nicht. Er hat wahrscheinlich auch 2 Zimmer-Küche Bad oder so. Ja, genau. So, und der Slideout, der fährt denn wo raus? Das habe ich noch nicht. Hier. Der ist da. Wir stehen hier schon auf dem Slideout. Ja, der fährt, er kann 1 Meter raus für Servicegeschichte und nachher noch 80 Zentimeter. Das ergibt sich durch die Decke da vorne. Und Das 80 Sofa, Zentimeter Sofa kommt wohin? kommt hier hin mit einem L bis da drüber. Bis darüber und fährt dann mit dem Slideout mit. Genau, 2,70 Meter und dann gibt er ein Stück von dem frei. Auch hier die Küchenschränke, die waren kürzer wie die normale, das sind 45er. Darum hat der Fernsehlift hinter dran noch Platz. Da ist der Fernsehlift. Genau, Gut. das kommt natürlich alles weg, wenn die Platte fertig ist. Oh, ich glaube, das wird gut. Ich habe da ein gutes Gefühl bei dir. Wenn du nicht bis dahin durch dein Hubbett zerstört wurdest, ja, wenn du da mal einen Fehler gemacht hast oder den Fuß einklemmst. Du hast, was hast du für eine Historie? Bist du selbst LKW-Fahrer? Also ursprünglich gelernt Automechaniker bei Porsche, danach Bundeswehr natürlich, wie jeder gute Deutsche, LKW-Führerschein, Fernverkehr, vom Fernverkehr zum Fahrlehrer, 22 Jahre selbstständig, habe vor 2 Jahren zur Corona-Zeit, da habe ich alles hergegeben und habe gesagt, die letzten 25 Jahre sind meine und ich muss die Welt anschauen, das habe ich vorher schon mal ein bisschen gemacht, aber jetzt noch mehr und ich baue gern, plane gern, weil... Das sage ich dir jetzt, ohne dass es jemand hört. Das zweite Projekt steht schon in der Nähe. Aha. Gut, Wird länger. so, du kommst, woher kommst du ursprünglich? Bin ein geborener Tingener, da sind wir stolz drauf. Wald zu Tingen ist der Landkreis. Das ist direkt an der Schweizer Grenze. Zürich ist eine halbe Stunde von uns. Von hier jetzt eine Stunde zurück. Stockach, wo wir gerade sind. Genau, Schwarzwälder. Meine Großeltern kommen aus Triberg. Echt? Genau, so richtige Schwarzwälder. Kenne ich zwar gar nicht, aber Triberg das ist mitten im Kennt Schwarzwald. überhaupt niemand, nein. Gibt es die berühmte Wasserfälle. Dann TRI auf dem Nummernschild. Und Triberg. Vielleicht. Mal die Villingen-Schwenningen hatten Teil noch. Ja. Genau. So, und wir sind jetzt hier in Stockach Ost auf dem Mitfahrerparkplatz. Haben uns hier getroffen, weil wir auf der Durchreise sind und fahren jetzt in die Schwäbische Alb. Wir filmen da noch einen Slideout-Anhänger. Okay. Das ist ziemlich verrückt und das werden wir uns dann mal anschauen. Jan, hat's dir gefallen? Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut und ich bin gespannt, was jetzt daraus wird. Auch, danke. Ja. Ja. So, dein Vorname nochmal? Sicher gut. Christian. Christian, so der Chris, Chris, für die genau. Abkürzung. Du schulst aber nicht mehr auf dem Auto hier, ne? Nein, ich habe aufgehört. Ja. Hast du aufgehört? Ich mache jetzt nur noch, wie du gesehen hast, ich mache Motorsporttransporte für Audi. Ich bringe Rennwagen europaweit an Ort. Ich war letztes Jahr mit dem, weiß gar nicht, ob ich sagen darf, mit einem schwedischen Rennteam unterwegs in ganz Europa. Und das ist so das, was ich jetzt noch gern mache. Mit einem Renntransporter, 2 Rennwagen drin. Da war ich am Sonntag eben. Das ist nett, oder? Das macht richtig Spaß, weil immer wenn ich ankomme, freuen sich die Leute.
Ja, weil ich bringe keine Windeln oder Duschgel, sondern ich bringe einfach Rennautos. Große Spielsachen für große Männer. Schön. So, ihr beiden, bleibt mal da stehen. Das ist heute am 25. Juli 2023 eine Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist, die wir in Kürze zu Ende erzählen werden, auf dem Mitfahrerparkplatz Stockach Ost. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.